Vater, ich danke dir für diesen Tag und für die Gelegenheit, die wir heute haben, in dein Wort hineinzuschauen. Vater, ich bete, dass du wirst uns segnen, dass du wirst uns helfen zu verstehen, das, was steht hier in diesem Text vor uns. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Wir sind heute in Matthäus 5 und wir werden nur ein Vers lesen. Es ist das erste von den Seligspreisen, die man findet am Anfang den Bergpredigt. So Vers 3 steht: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die erste Frage, wir haben von dieser Stelle ist, was bedeutet glückselig sein? Glückselig sein ist nicht das subjektive Gefühl des Glücks, sondern die objektive Realität, dass Gott dich angenommen und zu seinem eigenen Kind gemacht hat. So, wenn wir schauen in ein griechisches Wörterbuch, um zu sehen, was das griechische Wort bedeutet, manche Kommentare sagen zum Beispiel, dass es bedeutet glücklich. Und wenn wir denken an glücklich, wir denken an ein Gefühl, die wir haben. Aber in dieser Situation, in diesem Kontext, es ist nicht wirklich ein Gefühl, sondern dieses Realität, als wir sehen uns selbst oder als unser Zustand vor Gott, also als errettete Menschen. Und so das Gegenteil dann vom glückselig sein wird dann verflucht sein oder verloren. Römer 3, Vers 10 bis 20 erklärt das Gegenteil von glückselig sein. Es steht, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und ihre Zungen betrügen sie. Ottengift ist in ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend beseichen ihren Bahn, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil alle Werken des Geistes kein Fleiß vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist das Gegenteil von glückselig, dass man ist in diesem sehr schlechten Zustand als verloren, als eine Sünde, ohne Gott. Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das ist keine Glückseligkeit, wenn man verfehlt das, was Gott erwartet von Menschen. Johannes 3 und Vers 3, Nikodemus war zu Jesus gekommen und hat ihm eine Frage gestellt und Jesus hat ihm geantwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also man wird nicht glückselig, wenn man ist nicht vom Neuen geboren. Wenn man weiß, dass Gott dich angenommen hat und dass er dich zu seinem eigenen Kind gemacht hat, dann bist du glückselig. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
wie es schon gesagt hat, es ist nicht ein Gefühl, sondern ein Zustand. Den Zustand, den wir haben in Jesus Christus. Das ist glückselig sein. Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Es steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also es gibt zwei verschiedene Herrschaften. Es gibt den verlorenen Herrschaft der Sünde und es gibt den glückseligen Herrschaft, das Leben in Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Dieser Zustand dann enthält das Verständnis, dass, obwohl es nichts gibt, was du tun könntest, Gerechtigkeit vor Gott zu haben. Gott hat dich Gerechtigkeit angerechnet. Und so, du bist gerecht gesehen vor Gott. Und das ist die Glückseligkeit. Römer 4, Vers 6 bis 8. Es steht, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und so, wenn wir lesen durch die Seligpreisungen und wir sehen, dass es steht immer, glückselig sind der geistlich Armen oder glückselig sind irgendwelche anderen, zum Beispiel die Trauernden oder die Sanftmutigen. Also wir wissen, dass dieses Glückseligkeit heißt, dass du hast Leben in Jesus Christus. Deine Sünden sind vergeben. Und so es ist nicht jeder Mensch auf der Welt, der also Ungläubiger, der so glückselig sein kann, wenn die sind arm, geistlich arm oder sowas. Nie, es ist nur die in Jesus Christus. So wir müssen das alles im Kontext betrachten, dass die Leute, die als glückselig hier gelistet sind, sind Menschen, die haben geglaubt an Jesus Christus. Zu der Zeit, er hat dieses Predigt gegeben, es wurde gerichtet an seine Jünger, nicht an die Volksmenge, die ihm nachgefolgt hat, sondern er lehrte seine Jünger. Und so das war gläubige Leute, die er sagt, die sind glückselig. 2. Korinther 5 und Vers 18 bis 19. Es steht, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Also es kommt von Gott. Wir sind glückselig. Es ist eine Segnung von Gott, das wir haben. Und es ist in Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 17 oder Vers 21 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. So, das ist, was es bedeutet, glückselig zu sein. Die zweite Frage ist dann, was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Geistlich arm zu sein bedeutet die völlige Abhängigkeit von Gott für alles anzuerkennen. Also, wenn ich sehe mich selbst, wie ich wirklich bin, als eine Sünde, wie wir haben gesehen in Römer 3, Vers 10 bis Vers 20 und Vers 23,
Wenn wir sehen uns selbst, wie wir wirklich sind vor Gott und vergleichen uns selbst nicht miteinander, sondern mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus, dann dieses Zustand, was kommt davon, heißt geistlich arm. Es ist eine echte Demut. Und das beste Weg, wie wir das erklären können, ist ein paar Beispiele zu geben aus der Bibel. Erstens Jesaja 6 und Vers 5. Jesaja hat in ein Gesicht den Herrn auf seinen Thron gesehen. Und nachher den Herrn auf seinen Thron gesehen hat, dann er denkt an sich selbst. Und was war sein eigener Zustand? Und es steht, da sprach ich, wehe mich, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreinen Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herr der Herrscher gesehen. Er sieht sich selbst und seine eigene Sünde. Und so ist er zerbrochen. Sein Herz wurde und sein Geist wurde zerbrochen. Und das ist dieses geistlich arm. Später in Jesaja 66, Vers 2, Gott hat zu Jesaja gesagt, ich will aber den ansehen, der demutig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Und das war genau wie Jesaja war, als er den Herrn gesehen hat auf seinen Thron. Psalm 51, Vers 19 steht, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Ein anderes Beispiel finden wir in Lukas 18, Vers 10 bis Vers 14. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Männer in dieser Stelle. Der erste war ein Pharisäer. Und der Pharisäer, der war nicht geistlich arm. Er war genau das Gegenteil. Er war sehr stolz auf seine Demut. Und das ist kein echtes Demut. Und so er hat gebetet, als er stellte sich dahin und er betet laut, so dass alle das hören können. Und er sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten vor allem, was ich einnehme. Also das war eine falsche Demut, das war nicht echt. Es gibt aber auch der Zöllner, der da war. Und es steht, und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das ist, was es bedeutet, geistlich arm zu sein. Er sieht sich selbst, wie er wirklich war. Und er reut sich und er glaubt, dass ohne Gott es könnte nichts gut gehen für ihn. Er braucht Errettung von Gott. Es steht dann weiter, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagene Geistes sind. Das steht in Psalm 34 und Vers 19. Jesaja 57, Vers 15, es steht, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und in Heiligtum wohne ich und bei denen, die zerschlagenen
und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten beliebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Also geistlich arm. Jeder muss eigentlich zu diesem Zustand kommen, vor die überhaupt errettet werden kann. Also man muss erst sehen, dass ich bin persönlich eine Sünde. Und wenn ich das sehe, dass ich persönlich bin eine Sünde und ich habe dieses zerbrochene Geist, dann bin ich geistlich arm. Und dann kann Gott etwas tun in mir. Also wir gehen durch die Seligpreisungen, wir merken, dass in jedem Fall das, was steht, ist hier in dieser Liste als glückselig, ist etwas, was die Welt sieht als eine Schwäche. Geistlich arm. Die Welt sieht jemand, der geistlich arm ist, und sie sagen, das ist eine Schwäche. Also es gibt viele heute in Deutschland und vielleicht auf der ganzen Welt, die sagen, also ich persönlich, ich brauche Gott nicht. Aber wenn andere Menschen, also die geistlich Armen, wenn die brauchen Gott, dann das ist in Ordnung. Aber mich selbst, das brauche ich nicht. Also die sind eigentlich wie die Pharisäer. Sie sind, sie haben ein falsches Demut, in dem sie sagen, das brauche ich nicht. In Wirklichkeit, sie braucht es genauso viel wie alle anderen. Sie müssen zuerst geistlich arm sein, damit sie dann gesegnet sein kann und errettet sein kann. So, die nächste Frage ist dann, also die letzte Frage von dieses Vers ist dann, wie sind die geistlich Armen gesegnet? Und es steht, denn ihre ist das Reich der Himmel. So, wenn man ist geistlich arm und man versteht, ich bin geistlich arm, Jesus schaut die an und sagt, glückselig sind die Geistesarmen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ich werde 4 Sachen geben, die erklärt die Bedeutung von das. Die ersten 3 sind alle von Epheser 1. In Epheser 1 und Vers 7, es steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also Leute, die sind im Besitz von das Reich der Himmel, wie es hier steht, denn ihre ist das Reich des Himmels, die haben zuerst die Erlösung durch seinen Blut. Und dann das Zweitens ist in Vers 11, Epheser 1, Vers 11, in ihm, in welche wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Wissens. Also, wir haben erstens die Erlösung, zweitens, wir haben ein Erbteil. So, wir sind Miterben Jesus Christus. Und so, das ist etwas Besonderes, denn Jesus Christus ist der beliebte Sohn Gottes. Und so, wenn wir sind Erbteil, haben ein Erbteil mit ihm und wir sind Miterbe mit ihm, das ist echt eine Segnung. Und dann, wenn wir gehen weiter in dieser Stelle zu Vers 13 und Vers 14, es steht, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also in Vergangenheit, also jetzt, wenn wir haben einen Briefumschlag, wir haben eine Streife, die wir wegmachen und dann es klebt und so ist es versiegelt und wir schicken es an jemanden und wir vertrauen, dass niemand hat gesehen, was da drin war. In Vergangenheit, die haben das ein bisschen anders gemacht. Die haben so Wachs genommen wie eine Kerze.
und haben das dann auf den Brief, so den Brief so gefaltet und haben das dann darauf gemacht und so geklebt. Und dann ein König oder jemand würde dann auch ein Siegelring haben und er würde dann so eine Siegel da einsetzen. Und solange als dieses Siegel da ist und man weiß, dass das, was drin ist, ist sicher. Und so in dieser Stelle, es sagt, dass der Heilige Geist ist diese Versiegelung für uns. Und was steht dann drin in diesem Brief, das wir haben? Es geht um unsere Erbe, unser Erbteil. Wir haben schon gesagt, wir haben ein Erbteil. Und es steht bis zur Erlösung des Eigentums. Und so das ist das Dritte, was ich habe. Ich habe ein Eigentum. Und dieses Eigentum ist in der Himmel. Ich habe einen Platz im Himmel. Und so, das ist wirklich gesegnet zu sein, wenn man weiß, man ist erlöst. Und man hat ein Erbteil als Miterbe mit Jesus Christus. Man hat ein Eigentum im Himmel. Das ist alles ganz Besonderes. Das andere, dann finden wir in 1. Petrus 5, Vers 5 bis Vers 7. Es steht da, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht die Hochmutigen, den Demutigen aber gibt er Gnade. So demutigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also, diese erste Seligpreisung geht um die geistlichen Armen. Also, nicht an die Hochmutigen, denn die sind nicht geistlich arm. Die haben sehr viel Mut, Hochmut. Aber die demutig sind. Es geht um die. Und es steht, so demutigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre. So, wir haben erst die Erlösung, wir haben ein Erbteil, wir haben ein Eigentum und wir werden erhöht zu seiner Zeit. Warum? Weil wir sind geistlich arm. Und wieso sind wir geistlich arm? Denn wir haben gesehen, dass ohne Jesus Christus wir sind nichts. Wir haben nichts außer unser Glaube an Jesus Christus. Aber durch dieses Glaube an Jesus Christus, wir haben ein Teil von dem himmlischen Reich, eine Erbteil, ein Eigentum. Wir sind erlöst und wir werden erhöht zu seiner Zeit. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für die Gelegenheit, die wir heute haben, die Predigt so zu machen auf YouTube live. Vater, ich bete, dass jeder, der das zugehört hat und zugeschaut hat, dass die werden das alles verstehen, was wir gesagt haben. Und Vater, auch für die, die in der Zukunft das auch schauen, Vater, ich bete für die auch. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.